Da habe ich gesehen, was für eine Tiefe da ist und was für eine Obsession, ja, und was für eine Kraft. Es gibt eigentlich zwei Künstlerinnen und Künstler, deren Werk mich immer sehr, sehr beeindruckt hat. Von der Intensität her, ja, wie das geschaffen wurde. Und zwar ist das René Magritte. Einfach deshalb, wie er in einem ganz einfachen Anzug, also ausgeschaut wie ein Beamter eigentlich, in einem kleinen Raum vor einer kleinen Staffelei mit einem kleinen Format gemalt hat und einen ganzen Kosmos hineinprojiziert hat. Also eine Welt, eine skurrile, also eine surreale, eine fantastische Welt, also die mich unheimlich angezogen hat. Und auch wie er das gemacht hat, nicht so wie diese Zampanos, die Riesenateliers brauchen und 10x20 so Ölschinken machen. Nein, 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 das hat mich sehr gestärkt. Und eine zweite ist eine Frau, und zwar Agnes Martin. Mich haben immer auch schon diese Bilder auch so klein, ich habe das erste Bild so in der Größe in der St. Stephan gesehen, so diese ganz zarten Linien und so weiter. Da ist so ein Sog herausgekommen. Also man hat ja nichts gesehen, aber trotzdem eine unheimliche Power. Und dann habe ich ein Erlebnis gehabt in London vor vielen Jahren. Da war eine erste große Retrospektive von ihr in der Tate-Galerie. Und viele, viele Räume mit großformatigen Bildern. Es war eine ganz zarte kleine Frau. Und ein Raum war gefüllt mit nur weißen Bildern. Also wenn man hineingekommen ist, hat man gedacht, aha, nur weiß, interessant. Und dann ist man in die Nähe gegangen und hat gesehen, also ein ganzer Kosmos öffnet sich. Also Tupferln, Striche, kleine abstrakte Zeichen und so weiter. In dem Raum war eine unbeschreibliche Stille. Sogar die Aufsicht, ja, die ist so gestanden, ganz ruhig gemacht. Also da habe ich gesehen, was für eine Tiefe da ist und was für eine Obsession, ja, und was für eine Kraft. Das hat mich auch sehr bestärkt, das in meiner Arbeit in irgendeiner Form auszudrücken.